Also mein Plan war... Nein, ich habe safe Ultimate-Waffe gesagt. Ich glaube, ich habe nicht Herneswaffe gesagt, ich habe Ultimate-Waffe gesagt. Also Herneswaffe kann ich mir nicht vorstellen, dass ich gesagt habe. Wenn überhaupt, habe ich Ultimate gesagt. Aber grundsätzlich war damit eher Lusagas Crystal gemeint. Ja, ich dachte halt damals, dass das irgendwie anders wird. Also ich hatte nicht gedacht, dass 1,5 Jahre nach dem Update die Waffen clean immer noch so teuer sind und so. Und damals habe ich halt dann schon gesagt, naja, die sind so teuer, wenn überhaupt kaufe ich dann nur eine perfekte oder halt eine krasse. Aber das hat sich irgendwie nie ergeben. Es hat sich einfach nicht ergeben. Und außerdem wäre es ja höchstwahrscheinlich dann keine Elementor-Waffe gewesen. Also zumindest wenn du sagst, Crystal Elementor-Waffe ist ja Trash, die braucht ja kein Mensch. Und welche hätte ich denn gern? Na, jetzt keine mehr, jetzt wo ein neues Update kommt. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Und außerdem kam ja dann noch die Idee mit dem FEC-Server, dass man einfach solche Projekte auf dem FEC-Server einfach macht. Quasi. Also mal was anderes spielen, also Elementor zum Beispiel, und den dann richtig krass ausrüsten und so weiter. Dafür bietet sich ja eigentlich der jährlich stattfindende FEC-Server an. Weil ich denke, die Leute, also ihr Zuschauer, würden das eh nicht so hyped oder so cool finden, wenn ich jetzt einfach meinem schon 165er Bildposter, den ich basically nie wirklich gespielt habe, außer ganz am Anfang mal kurz, wenn ich dem jetzt zum Beispiel perfektes Equipment kaufen würde. Und ja, was mache ich dann mit dem? Der ist ja schon Maximallevel. Ja, aber natürlich halt einmal Red Meteor und einmal Clockworks und einmal Kriton. Und das war's. Ist halt irgendwie auch ein bisschen öde. Weißt du, was ich meine? Das war dann auch noch so eine Überlegung, warum ich davon dann weggekommen bin. Ach, als ob du genau jetzt Werbung hattest. Lecco mio. Das ist das Problem, Terranorde. Das hatte ich halt damals anders erwartet. Wobei man halt auch sagen muss, also safe mit einem Grund, warum die Waffen so selten sind, ist halt auch einfach FEC. Weil die Leute auf Borodeng gar nicht so viel farmen wie auf FEC. Weil sie auf FEC schon so viel farmen. Und dadurch finden auf Borodeng oder generell auf den Original-Servern ja auch gar nicht so viele Runs statt. Wie stattfinden würden, wenn es keine FEC gäbe. Also, ich weiß nicht, wie viele Runs jetzt aktuell, gut, jetzt wo FEC ist, natürlich wahrscheinlich nur noch so 10 oder so. Aber selbst wo keine FEC war, also sagen wir mal so vor 2 Monaten, da gab es doch safe keine 50 Runs auf Borodeng. Und ich würde mal behaupten, ein großer Teil oder also definitiv mit ein Grund dafür ist sicherlich, dass die Leute auf FEC Tag- und Nacht-Dungeons gefarmt haben und irgendwann dann einfach die Schnauze voll hatten, keine Lust mehr hatten. Und natürlich auch, weil sie selten sind. Aber wie gesagt, die Leute verschwinden einfach. Für 5 Monate verschwinden einfach hunderte Spieler. Und ich meine, in diesen 5 Monaten, wenn die in diesen 5 Monaten nur halb so viele Dungeons farmen würden wie auf FEC, dann gäbe es auch viel mehr Waffen auf Borodeng. Viel mehr Loot. Logischerweise, weil dann hunderte, tausende Runs mehr stattfinden würden und da halt auch entsprechend gedroppt werden würde. Aber in diesen 5 Monaten passiert ja auf Borodeng nicht nichts, aber viel weniger. Und wenn diese 5 Monate vorbei sind, haben viele schon perfektes Equipment oder sehr gutes Equipment. Und dann haben sie eigentlich auch keine wirkliche Lust, den ganzen Tag Dungeons zu machen, weil sie haben den Loot aus den Dungeons ja schon. Und das heißt, auch dann ist die Bereitschaft, da jetzt dann jeden Tag 10 Runs zu machen, wie auf FEC zum Beispiel, auch nicht mehr so wirklich da. Viele Leute machen auch Pausen. Vielleicht jetzt nicht die ganzen 7 Monate dann.
aber halt schon eine gewisse Zeit lang. Und dann ist halt auch wieder das Problem, dass dann weniger Runs gemacht werden, selbst wenn FEC vorbei ist, als wenn es überhaupt kein FEC gäbe. Also es ist halt so eine richtige Kettenreaktion von Ereignissen, die das Ganze halt irgendwie schlechter machen. Und das hatte ich halt irgendwie damals nicht so wirklich auf dem Schirm, weil das Update kam ja nach dem FEC 1 mit Berserker Crystal Hernes und so. Das gab es ja während dem ersten FEC noch nicht. Kam ja dann aber direkt im Anschluss. Und irgendwie hat man das damals einfach unterschätzt, diesen Impact von dem FEC, dass es halt im Endeffekt bedeuten wird, dass die Waffen auf Bodeng oder auf den Original Servers halt einfach unfassbar selten sein werden und auch einfach unfassbar teuer bleiben werden. Also vor allem die Crystal-Waffen. Wenn die Hernes-Waffen sind es zum Glück dank Kriton, dank Brilliant Amethyst und durch die Giants und Violets natürlich. Ich meine, da wurde ja echt viel gemacht bei den Hernes-Waffen. Am Anfang haben sie ja nur die Giants gedroppt und es gab keine Brilliant Amethyst. Jetzt gibt es Kriton, Giants und Violets und Brilliant Amethyst. Also da haben sie ja wirklich viel gemacht bei den Hernes-Waffen, muss man fairerweise sagen. Wenn sie das alles nicht gemacht hätten, wären die Hernes-Waffen im Preis auch nicht so krass gesunken. Imagine, es gäbe kein Kriton, keine Brilliant Amethyst und keine Violets würden Hernes-Waffen droppen. Dann wären die Hernes-Waffen auch noch schweineteuer. Also dann wäre es da genau das gleiche in grün. Also das ist schon krass, was der FEC-Server den normalen Servern kostet, sozusagen. Einziger Server, wo das wahrscheinlich ein bisschen besser ist, ist wahrscheinlich La Wolf. Weil da so viele Leute spielen, dass es da wahrscheinlich keine Rolle spielt. Oder da wird es jetzt wahrscheinlich nicht so einen krassen Impact haben wie auf Borodeng. Aber auf etwas kleineren Servern oder auf mittelgroßen Servern wie im Borodeng, wo jetzt halt nicht ganz so viele Leute spielen, also nicht genug Leute, dass auf FEC und Borodeng halt so viel gefarmt wird und so weiter. Da ist halt dann natürlich schwierig. Da hinterlässt das halt wirklich bleibende Schäden, die man halt auch nicht einfach so wieder hinbekommt. Das ist wie gesagt so eine Kettenreaktion. Ist ja das, was wir jetzt schon die ganze Zeit sagen. Also eigentlich beim ersten FEC schon. Beim zweiten das gleiche. Und beim dritten ist es auch wieder so. Mit dem neuen Update ist das gleiche. Wenn das jetzt wirklich relativ früh kommen würde, also frühestens August würde ich sagen, ist realistisch. Alles andere ist sehr unrealistisch. Aber wenn es halt wirklich schon im August kommt und man noch einen Monat Zeit hat, das neue Update zu grinden, ist es eigentlich das gleiche. Dann kommen teilweise, es werden nicht sehr viele sein, aber es reicht ja schon, wenn es 10 sind oder so. Dann kommen 10 Leute schon mit den neuen Waffen vom FEC-Server und sind vielleicht sogar dann schon Level 190. Und die Leute auf Borodeng sind vielleicht Level 180, weil sie ja kein permanentes Doppel-XP haben, keine permanente FEC-Flask haben. Und dann kommen die Leute mit 190 mit Waffen, die auf Borodeng noch gar nicht existieren, wo die Leute vielleicht den Dungeon noch nie von innen gesehen haben, weil sie noch gar nicht hoch genug für den Dungeon sind. Und denken sich nur, what the fuck? What the fuck is happening? Die laufen da schon auf 190 mit den neuen Waffen rum und wir sind hier die absoluten Bauerntrottel so ungefähr. Also da wird es höchstwahrscheinlich auch wieder so sein. Und halt spätestens beim nächsten FEC geht es dann auch wieder von vorne los. Also das ist schon irgendwie ein bisschen blöd gemacht, muss man sagen. Das einzige Gute ist, würde ich sagen, also hoffentlich bleibt das so, dass man sich die neuen Equipment-Sachen, die jetzt dann wann auch immer rauskommen, dass man sich die wenigstens nicht in Gold holen kann. Also, wie gesagt, vorausgesetzt, das bleibt so. Dazu gibt es jetzt aktuell keine wirklichen Infos. Aber das wäre crazy, wenn sie jetzt dann Behemoth-Waffen releasen würden und dann sagen würden, oh, und du kannst sie jetzt direkt in Gold kriegen, dann ist sie nochmal 10% besser. Und dann kommen die Leute von, dann würden die Leute von FEC kommen mit neuen Waffen in Gold, die 10% besser sind als die Waffen, die auf Borodeng noch gar nicht existieren. Das wäre dann das wäre dann wirklich der letzte Sargnagel. Ab dem Zeitpunkt würde wahrscheinlich keiner jemals wieder auf FEC verzichten oder absichtlich nicht spielen, weil er sich denken würde, da verpasst du einfach alles. Aber das haben sie ja zum Glück nicht gemacht. Oder, also, sie könnten es theoretisch noch einfügen. Sobald das Update released wird, könnten sie sagen, oh, und jetzt könnt ihr euch auch goldene Waffen eintauschen. Ich hoffe nicht, dass sie das machen werden. Das wäre wirklich katastrophal. Und wirklich ein Schlag ins Gesicht für alle anderen, die nicht FEC spielen. Aber wie gesagt. Gala ist manchmal crazy.
Sie sind manchmal crazy. Aber ja. Also das ist auf jeden Fall schwierig, die Situation. Sehr, sehr schwierig.